Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Abenteuer aus unserem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon mit dem Titel Mediterranes Leben. Das Mittelmeer ist die letzte Grenze. Was für Menschen leben an seinen Küsten und welche Ressourcen könnte man dort finden, um das Leben in Atlantis zu bereichern? Dieses Abenteuer besteht aus 4 Heimatstadt- sowie 2 Kolonie-Episoden und besitzt einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Gut, ja, wir expandieren diesmal gen Osten zum Mittelmeer. Ja, und ich bin mal sehr gespannt, was die erste Episode dieses Abenteuers uns zu bieten hat. Damit ist es also beschlossen, sagte Athlon, Hochkönig von Atlantis und Vorsitzender des Rates von Atlantis. Wir müssen die Länder im Osten besiedeln, damit wir unsere Handelsbeziehungen zu den Phöniziern besser ausschöpfen können. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten wird neues Land von Atlantis erschlossen. Während die Ratsmitglieder sich zur rituellen Stierjagd einkleideten und ihre Habseligkeiten zusammensuchten, rezitierten sie die Worte der Symphonia Ithikos. Die Phönizier brachten tiefgreifende Veränderungen nach Atlantis. Hier schien seit der Gründung der Maya-Kolonien vor vielen, vielen Jahren die Zeit stehen geblieben zu sein. Niemand stört sich weiter an dem Status quo, da aller Bedürfnisse befriedigt werden. Das heißt, sie wurden befriedigt, bis es den Phöniziern irgendwie gelang, ihre Schiffe durch die schmale Meerenge zu steuern, die den Atlantik vom Mittelmeer und den Ländern im Osten trennt. Jeder hier liebt die Waren der Phönizier, wodurch die Nachfrage ständig steigt. Daher fasste der Rat den Entschluss, bei Lixus an der Küste der Meerenge eine neue Stadt zu gründen, um den Handel mit den Phöniziern zu erleichtern. Man hat beschlossen, dass du diese neue Stadt gründen sollst. Also auf nach Lixus. Die Meerenge dort ist, wie bereits erwähnt, sehr schmal. Darüber hinaus wird sie von der grausamen Skylla bewacht. Skylla war einst eine wunderschöne Nymphe, der dein Vater Poseidon nachstellte. Als Amphitrite, Poseidons Frau, Wind von der Affäre bekam, verwandelte sie Skylla in das Ungeheuer, das wir heute kennen. Kein Wunder, dass sie wütend auf Poseidons Volk ist. Die Atlantiden werden erst durch die Meerenge fahren können, wenn Skylla nicht mehr ist und eine Möglichkeit ersonnen wurde, den Durchgang zu erweitern. Der Titel der ersten Episode dieses Abenteuers lautet Zugang zum Mittelmeer. Ja, und wir sind auserkoren, an dieser Meeresenge, also der Straße von Gibraltar, eine Stadt zu gründen, um den Handel mit den Phöniziern zu verbessern. Leider lebt dort auch die Skylla und man sucht eine Möglichkeit, diese Meerenge zu erweitern. Daher sind auch unsere Ziele folgende. Ein Ungeheuer muss niedergestreckt werden, das wird die Skylla sein, und ein Quest muss erfüllt werden. Ja, und dieser Quest soll wohl bewirken, dass die Meerenge vergrößert wird. Hört sich spannend an und ich bin mal gespannt, was uns jetzt dort erwartet. Ja, und wir gehen mal zu dem Land, wo wir unsere Stadt Lixus gründen werden. Obligatorisch in den Pausenmodus. Bei der Übersicht schauen wir uns jetzt die Minimap an. Ja, hier ganz oben im Norden haben wir die Küste. Gehen wir jetzt Richtung Osten, haben wir hier die schmale Meerenge. Also hier kann allerdings kein Schiff durch. Das sieht man jetzt schon. Ja, und hier weiter im Norden haben wir sehr bergiges Gelände. Etwas fruchtbares Gebiet, aber zum Bauen ist hier nicht sehr viel Platz. Na, hier geht es auch noch ein bisschen, aber es ist wirklich nicht viel. Gut, gehen wir wieder Richtung Süden. Haben wir hier die größte zusammenhängende Landmasse. Wir haben hier ein Marmorvorkommen, auch hier sehr hügelig, bergig, terrassiert. Hier haben wir den Immigrationspunkt. Okay, ganz im Osten. Ja, dann gehen wir mal wieder Richtung Westen. Haben wir hier fruchtbares Land. Das ist auch das einzige, also auf dieser Landmasse. Hier nochmal ein großes Bergmassiv oder ein großes Plateau.
Ja, und hier haben wir den anderen Bereich der Straße und auch viel Wald. Ja, die Karte ist nicht sehr groß. Das wird ein großes Problem werden, hier eine doch große Stadt zu errichten. Aber schauen wir erstmal, was wir so produzieren können. Ja, wir können in der ersten Episode auch schon gehobene Wohnungen errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir leider keine Plantagen und auch keine Baumoptionen bei Land und Meer. Bei den Farmen haben wir die Karottenfarmen und wir können Wolle produzieren. Bei Gewerbe haben wir nur Rohstoffe, nämlich die Steinmetzwerkstatt. Gut, hier haben wir alle Möglichkeiten bei Vertrieb, auch die ersten Handelspartner, Gesundheit und Sicherheit. Ja, wir können bei der Verwaltung neben den üblichen Gebäuden auch ein Hippodrom bauen. Wir haben alle Möglichkeiten, Gebäude der Wissenschaft zu bauen. Bei der Mythologie haben wir keine Bauoption, allerdings schauen wir mal, welche Götter uns wohlgesonnen sind. So, wir können Poseidon, Demeter, Artemis, Ares und Atlas verehren. Feindselige Götter sind Apoll und Hades. Okay, da haben wir jetzt nicht so viele feindlich gesinnte Götter. Ja, Poseidon als Gott, den wir verehren können, ist schon mal sehr gut. Beim Militär haben wir alle Möglichkeiten der Stadtbefestigung. Und wir können als einziges bei den Militärwerkstätten den Pferdehof errichten. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Prachtstraßen und Alleen. Das ist immer super, wenn wir das zu Anfang haben. Ja, und jede Menge Möglichkeiten bei den Erholungsgebieten unsere Stadt zu verschönern. Gut, ja, dann der nächste Blick ist der Blick auf die Weltkarte. So, Lixus ist hier in Nordafrika, genau gegenüber der Straße von Gibraltar. Und es gibt noch Handelspartner aus dem Bereich Atlantis, mit Ausnahme diesem Verbündeten Iwai. Iwai oder Iwai. Also ich nenne ihn jetzt mal Iwai. Und dieser Handelspartner kauft bei uns Olivenöl und verkauft uns Fisch und Skulpturen. Mestonia ist uns noch bekannt aus dem ersten Abenteuer, kauft bei uns Wolle und Orikak, verkauft uns schwarzen Marmor und Olivenöl. Atlantis kauft Wolle und Olivenöl, verkauft uns Orikal und Wein. Ja, und Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft uns Wolle. Ja, und hier haben wir noch Karthage, also Karthago, mit dem wir aber noch keinen Handel treiben können. Gut, ja, wir können Wolle verkaufen. Das ist im Moment das Einzige. Marmor können wir nicht verkaufen. Lohnt sich, glaube ich, auch dann nicht zu produzieren. Oder wir machen nur eine kleine Marmorproduktion für die folgenden Episoden. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie wir unser erstes Wohngebiet aufbauen können. Ja, hier in der Mitte haben wir eigentlich ein relativ großzügig zusammenhängendes Bauland. Das wäre nicht schlecht. Hier hätten wir fruchtbares Land. Hier hätten wir den Marmor, den wir abbauen können. So, und hier hätten wir auch die ganzen Piere, die wir bauen können. Allerdings, passt auf, hier braucht ihr kein Pier zu bauen, weil hier kommt kein Schiff durch. Also wenn, müssen wir die Piere erstmal hier bauen. Ich hoffe ja, dass diese Meeresenge irgendwann sich noch erweitern wird. Wie auch immer. Gut, genug geredet. Ich würde sagen, wir bauen unser erstes Wohngebiet auf. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet in der klassischen Bauweise aufgebaut, haben die Verschönerung in Form der Alleen errichtet, sowie einen Architekten, auch den Brunnen und die Agora. Ja, und einen Außenkreis haben wir auch schon entsprechend an Straßen errichtet. Ja, und wir haben hier schon dieses schmale Plateau erschlossen. Ja, und hier, diese Straße führt dann hier zum Immigrationspunkt. Ich hoffe mal, dass unsere Bürger auch von hier kommen. So, und dann können wir jetzt den Pausenmodus mal aufheben und wir parzellieren
schon mal in der Mitte. Oh, da habe ich mich verzählt, tatsächlich. Ach, wie ärgerlich. Okay, ja, das können wir mal ganz schnell ändern. Ja, das weiß ich. Das ist natürlich mal schade für die Allee, die ich da gerade wieder wegnehmen musste, aber es muss so gebaut werden. Es nützt alles nichts. So, noch schnell die Allee hier vervollständigen. So, jetzt passt es. Und hier. Gut, sie erfreuen sich mittelmäßiger Beliebtheit. Das ändert sich ja hoffentlich bald. So, wo sind unsere Bürger? Da kommen sie. Aha, also nicht von dem anderen Immigrationspunkt, aber sie sind schon da. Ja, und nicht nur unsere neuen Bürger sind da, sondern auch die Skylla. Wo ist sie? Ah ja, sie ist hier auf der Mittelmeerseite. Okay, gut. Ja, das ist für uns jetzt nicht ganz so dramatisch, weil hier werden keine Handelsschiffe kommen. Gut, mit der Skylla können wir natürlich auch die Heldenhalle bauen. Und zwar für Odysseus. Okay, gut. So, und hier haben wir wieder so ein kleines Problem. Auch mit dieser Allee hier. Hier ist ein Stückchen Straße, wo man rausgehen kann. Und ich müsste eigentlich die Sperre hier hinsetzen, weil das hier sonst eine Kreuzung ist. Und zwar so. Dann geht man nämlich jetzt so hier rum. Da sieht man es jetzt an den Wasserträgern. Ja, verschwunden sind sie. Das wollte ich gerade so schön zeigen. Naja, egal. Immer darauf achten, dass hier wirklich ein Loop ist, der nicht durch irgendwas behindert wird. So, haben wir schon Arbeitslose? Oh, 70%, du lieber Gott. Gut, dann bauen wir die ersten Karottenfarmen auf. Und wir haben schon mittlerweile 100 Personen in unserer Stadt Lixus. So, was können wir hier bauen? Das war's. Okay. Dann bauen wir mal hier weiter. Ja, das geht. Kriegen wir denn hier ein Silo hin? Ach, das wäre natürlich noch ganz gut. Warte mal, dann nehmen wir nochmal die Farm hier weg. Setzen jetzt hier das Silo hin. Weil wir müssen ja hier sowieso eine Straße bauen, ne? Und dann gehen wir so zurück. Dann können hier die Warenlager hin. Dann baue ich direkt 2. Wieder für Wolle und wieder für Olivenöl. Gut. Ich glaube, das baue ich doch anders. Und zwar führe ich das hier so weiter. Dann kann als erstes hier mal der Architekt hin. Natürlich die Sperren nicht vergessen hier. So, dann kann er jetzt seinen Loop gehen. Dann können wir nämlich hier Wollsammelstellen bauen. Oder wir bauen hier noch Lagerhäuser. Muss ich mal gucken. Ja, ich glaube, ich baue hier eher noch Warenlager hin. Und wir können die Wollsammelstellen zum Beispiel hier gut hinbauen. Wir müssen ja mit diesem fruchtbaren Gebiet hier gut auskommen. So, wir haben ein bisschen was an Nahrungsmittel im Silo. Ja, das ist aber nicht viel. Da brauchen wir, glaube ich, noch keinen Lebensmittelhändler auf der Agora zu errichten. Dann parzelliere ich lieber noch hier. So, hier muss die Klinik hin. Passt das? Ich glaube, ich muss hier ein Stückchen Allee wegnehmen. Ich habe einen mächtigen Quest für einen mächtigen Sterblichen. Oh, wir kriegen ein Quest. Erweiterung der Meerenge.
Ich habe einen mächtigen Quest für einen mächtigen Sterblichen. Ich, Atlas, sehe, dass die Mittelmeereinfahrt zum Wohle von Atlantis erweitert werden muss. Es muss eine Person gefunden werden, die mit reiner Muskelkraft Berge versetzen kann. Nur Herkules kann diese Kraft ausführen. Na super. Jetzt haben wir die Heldenhalle auch für Herkules. Wir müssen in dieser ersten Episode 2 Helden rufen. Das ist sehr sportlich. Aber wir müssen jetzt erstmal hier unsere Stadt zum Florieren bringen. Vor allem muss ich jetzt hier mal eine Klinik bauen. Ja, das passt gut. Dann würde ich jetzt hier noch eine Sperre setzen. So. Oh, das passt auch sehr gut. Ja. Gut, ja, dann möchte ich jetzt, wo wir jetzt hier unser Wohngebiet fast komplett parzelliert haben, wir können noch ein paar Parzellen hier an der Stirnseite ausweisen, fangen wir mit der Wollproduktion an. Das ist ja das, was wir verkaufen können. Bauen wir mal 3 Stück. So, die Schafe setzen wir aber ein bisschen weiter hier hinten hin, weil hier vorne möchte ich noch weitere Karottenfarmen bauen. Gut. Schauen wir noch mal ganz kurz, wer Wolle kauft. Ja, Atlantis kauft Wolle. Da könnten wir auch Rikal und Wein kaufen. Das ist erstmal uninteressant. Wir müssten irgendjemand haben, der uns Olivenöl verkauft. Mestonia wäre interessant. Okay, gut. Also müssen wir Mestonia gleich das Pier bauen. Dann dürfen wir erstmal überlegen, wo wir das überhaupt hinbauen. So, wir warten aber jetzt erstmal ab, dass wir genügend Nahrungsmittel produzieren. Die Ernte ist im April. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Arbeitsmarkt. Lohnniveau mal auf hoch. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ich wollte ja hier noch die Stirnseiten entsprechend parzellieren. Naja gut, viel war das jetzt nicht. Hier muss später unser Labor und hier natürlich das Observatorium hin. So, eBay leidet Hunger. 10 Kisten Nahrung in 6 Monaten. Wir haben Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Ja, das ist natürlich logisch. In 6 Monaten wird erst hier geerntet. Haben wir Pech gehabt. Da können wir jetzt unseren Verbündeten nicht helfen. Oder halt verspätet erst schicken. Ja, mittlerweile hat ein neues Jahr begonnen und unsere Schafe werden geschoren. Das heißt, die erste Wolle steht zum Verkauf. Ja, da wird auch schon die erste Wolle zum Warenlager gebracht. Okay, wo bauen wir denn jetzt das erste Pier hin? Ich glaube, hier passt ein Pier hin, oder? Gucken wir mal. Mestonia. Ja. So, jawohl. Dann führen wir. Machen wir das dann so. Hier können wir leider keins mehr hinbauen. Machen wir es so. Und hier können wir das auch noch mal erschließen und da bauen wir das dann so. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Dann brauchen wir hier noch einen Architekten und eine Sperre. Und dann können wir die erste Wolle verkaufen. Oh, 24 Einheiten im Jahr, das ist nicht schlecht. So, wir warten darauf, dass unsere Karotten geerntet werden. Ja, noch einen Monat, aber wir haben ja auch noch
Die Forderung von eBay. Ja, man nennt mich nun einen Unsterblichen. Das ist auch sehr nett. Aber bis zum Gottstatus habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was vor mir. Passt denn hier nicht noch eins hin? Doch, eigentlich ja. Doch, wir können hier noch eine Parzelle hinbauen. Dann kommt hier eine Bank hin. Ja, ich weiß. Wird doch jetzt geerntet. Dann passt hier immer noch mein Observatorium hin. So, Karotten werden geerntet und können wir jetzt allmählich mal hier was... Ja, jetzt können wir es versenden. Bitteschön. Naja, guten Nahrungsmittel alle wieder weg, aber wir bauen jetzt mal hier den Lebensmittelhändler auf. Ein bisschen haben wir ja jetzt in unserem Silo. Jetzt braucht Mestonia Wolle in 4 Monaten. 6 Stränge Wolle, die müssten wir aber eigentlich haben, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wird noch ein bisschen Wolle ins Lagerhaus gebracht. Jawohl, da kommen gerade wieder die nächsten Ladungen. Und unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter, auch gut, aber die Nahrungsmittel natürlich mehr als dürftig. So, jetzt können wir die Forderung verschicken. Sehr schön. So, mit der Entwicklung könnten wir noch ein paar Karottenfarmen bauen, allerdings produzieren wir eigentlich genug. Das bräuchten wir jetzt nicht. Ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen Marmor mal produzieren. Nicht viel für später. Und dann könnten wir, glaube ich, noch mehr Wolle entsprechend produzieren. Und wir können ja noch bei Atlantis Wolle verkaufen. Könnten wir denn hier von eBay Fisch fordern, weil die verkaufen ja Fisch. Ja, können wir, machen wir. So, ihr habt Nahrungsmittel bekommen und wir kriegen jetzt von euch Nahrungsmittel. Das ist doch gar nicht schlecht. So, wir haben Arbeitslose. Wie ich gesagt habe, baue ich mal hier 2 Steinmetzwerkstätten und ein Warenlager für Marmor. Hier haben wir noch Platz für ein weiteres Warenlager. Ja, ich weiß. So, und wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Stadt Lixus. Wir könnten noch, ja, eBay schätzt sie weniger, wir kriegen aber trotzdem Fisch von euch und Mestonia schätzt uns mehr. Okay, gut. Hier kann noch eine Wollsammelstelle hin, das passt. So, okay, dann können wir schon mal das Pier von Atlantis bauen. Wo kann das denn hin? Passt hier irgendwas hin? So, wir kriegen nochmal 18 Körbe Fisch von eBay. Nee, da sind diese blöden Steine alle im Weg. Oh Gott. So. Hier.
Das ist ja am Hintern der Welt. Tatsache. Hier können wir das Pier bauen. Naja, das nützt ja alles nichts. Okay. Wie schließen wir das an? Ja, führen wir mal die Straße hier weiter hoch. Oh, muss ich gar nichts wegnehmen? Nee, so, ja. Ach du lieber Gott, das ist ja elendig lang. Egal. So, hier können wir jetzt auch die Wolle verkaufen. Ja, der Fisch hat uns schon mal ein bisschen hier die Zeit überbrückt, bis wir unsere eigenen Karotten ernten können. Wie sieht's aus? 5 Arbeitslose. Dann bauen wir doch schon mal die Bibliothek. Wo baue ich die denn auf? Ich glaube, ich habe die Bibliothek vergessen. Ich könnte sie hier hinbauen, dann habe ich aber keinen Platz für mein Steuerbüro. Das ist doof. Okay, gut, dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir das hier weg. Und dann bauen wir die dorthin. Gut, da ist der Bibliothekar. Gebäude entwickeln sich weiter, sehr gut. Nahrungsmittel passt auch. Gut, ich würde dann jetzt mal unseren Stadtpalast allmählich bauen. So, ich glaube, der passt doch hier ganz gut hin, ja, aber ich würde ihn dann drehen wollen. So. Ja. Ach, das passt doch ganz gut, oder? Ach, perfekt. So, dann kommt hier eine Allee hin. So, und dann brauchen wir natürlich hier einen Architekten. Ja, dann bauen wir hier auch nochmal eine Allee hin. Nein, eine Allee. Keine Prachtstraße. So. Dann können wir den Architekten hier hinbauen und dann kommen hier noch die Sperren hin. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch unser Steuerbüro endlich bauen, damit ich meine Steuern auch mal eintreiben kann, weil wir haben echt wenig Geld nur noch. 812 Drachmen. Ja, und damit kann man jetzt keinen Blumenpott mehr gewinnen hier. Aber ich glaube, wir verkaufen unsere Wolle. Hier ist schon alles verkauft. Ja, und hier ist der arme Karrenschieber gerade beschäftigt, dieses Pier von Atlantis zu beschicken mit Wolle. Gut, wir sollten uns jetzt mal allmählich mit unseren Helden beschäftigen. Das Lohnniveau erstmal wieder auf normal. Da wandern so viele Leute ein. Gut, dann machen wir Folgendes. Erstmal weitere Karottenfarmen. Kommt Schafe, geht mal da weg. Danke. So, hier ist nichts mehr. Gut. Und dann bauen wir noch weitere Wollsammelstellen auf. Die wollte ich ja hier bauen. Ach, das passt sehr schön. Bin sehr zufrieden. Und hier bauen wir jetzt noch einen Architekten auf. Und bald habe ich kein Geld mehr. Aber Schafe brauchen wir.
So, 159 Drachmen haben wir noch. Es ist März, das Silo ist leer, nächsten Monat wird geerntet. Das passt doch sehr gut. So, hat sich der Arbeitsmarkt ein bisschen erholt? Ja, Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen hier. Wir kümmern uns jetzt gleich um unsere Helden. Da wird geerntet. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, mehr als genug Nahrungsmittel. Sehr gut. Ja, ich denke mal, wir errichten unsere erste Heldenhalle. Und zwar für Odysseus. Odysseus ist dafür da, dass die Skylla beseitigt wird. Ich baue mal die Heldenhalle einfach hier hin. So. Was brauchen wir für unseren Helden nochmal? Hohe Beliebtheit, ausgezeichnete Gesundheit, 8 gehobene Wohnungen, 32 Krüge Olivenöl und 16 Amphoren Wein. Wir müssen auch noch in der ersten Episode ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Das wird ja immer besser hier. Ja, dafür müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken machen, wo wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen überhaupt aufbauen können. Also wir hätten jetzt hier noch ein bisschen Platz, aber das ist alles zu wenig hier. Wenn die Meeresenge irgendwann mal erweitert ist, können wir hier unsere Piere bauen. Ja, wir haben hier noch eine relativ große Landmasse. Das könnte man tatsächlich nutzen. Den Wald könnten wir roden, aber wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen. eBay wird zornig. Ja. Dann sei zornig. Wie bauen wir das am besten? Ich würde hier dann ein Versorgungszentrum bauen und dann hier versuchen, 8 gehobene Wohnungen aufzubauen. So, und weil Herkules ja bekannt ist, dass er viel Kultur oder in dem Fall jetzt Wissenschaft haben möchte, werden wir die Heldenhalle des Herkules im Wohngebiet der gehobenen Wohnung platzieren. Ich befürchte sogar, dass wir für diesen Helden ein Hippodrom bauen müssen. Okay, wir müssen hier diesen Platz tatsächlich so weit wie möglich vergrößern. So. Ja, das ist gut. Den ganzen Wald müssen wir hier wegnehmen. Oh, wir haben echt kein Geld. Naja, auf jeden Fall haben wir jede Menge Wolle. Wir könnten auch noch mal nachher ein paar Geschenke vergeben. Also wir könnten doch eBay ein Geschenk machen. Marmor. Ein großes Geschenk Marmor, damit er nicht mehr so erzürnt ist. So, wir können doch Mestonia doch mal ja, Olivenöl fordern oder Geld. Ich würde erstmal Geld mal fordern. So, wir haben wieder ein bisschen Wolle verkauft. Ach, wir haben auch nicht mal Denkmäler. Oh. Atlantis schenkt uns Weizen, das ist nett. Den nehmen wir an, obwohl, halt, wenn wir ein Hippodrom bauen, brauchen wir Weizen für den Pferdehof. Also, um Herkules zu rufen, brauchen wir ja ein funktionierendes Hippodrom. Deswegen dürfen wir den Weizen nicht verwenden. Den müssen wir hamstern. Wo ist der Weizen? Da. Der wird jetzt gehamstert. So, und dann wird dieses Warenlager den Weizen holen. So. Weil, das ist die Besonderheit bei dieser Karte, wir haben ja keinen Handelspartner, der uns Weizen verkaufen kann. Also sollte man ihn tatsächlich nicht zur Versorgung der Bevölkerung nutzen, sondern schön horten
damit wir unser Hippodrom auch in Betrieb bekommen, weil das müssen wir definitiv bauen für Herkules. Gut, aber nicht mit 637 Drachmen. Da brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Geld für. So, aber ich könnte hier schon mal anfangen, die Straßen für das gehobene Wohngebiet aufzubauen. Wir haben jetzt hier das Straßensystem für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung vorkonzipiert, auch schon die Agora gebaut. Dafür bin ich natürlich schon ins Minus gekommen. Wir heben mal den Pausenmodus auf und ich hoffe, dass wir vielleicht noch von irgendjemand Geld bekommen. Weil das ist jetzt wirklich das größte Problem. Aber hier kriegen wir jetzt 8 gehobene Wohnungen unter. Wir könnten Mestonia mal fragen, ob sie uns Geld gibt. Ja, das tut sie, Gott sei Dank. Weil wir können jetzt im Moment gar nichts machen, was unsere gehobenen Wohnungen betrifft. Aber wir kriegen Unterstützung von Atlantis. 3000 Drachmen. Puh, das war sehr gut gewesen. Dann können wir nämlich jetzt hier schon mal die Prachtstraßen bauen. So, und hier kommt die Allee hin. Vivey dankt für das Geschenk, bitte gern geschehen. Und Mestonia gewährt uns nochmal 1500 Drachmen. So, dann haben wir jetzt ein gutes Polster hier für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Kriege ich denn hier noch was runter? Ja. Sehr gut. Ja, wir müssten jetzt auch allmählich Olivenöl einkaufen oder fordern, aber ich glaube Atlantis, nein, es ist Mestonia. Ne, die werden uns jetzt nichts geben, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir könnten denen aber Marmor schenken, ein mittleres Geschenk, Marmor. Vielleicht können wir Olivenöl da entsprechend fordern. So, wir können aber das Versorgungszentrum schon mal aufbauen. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Das ist auch nicht so prickelnd. Gut, dann müssen wir erstmal hier in unserem Wohngebiet für die Arbeiter den Wollhändler aufbauen. Also Wolle haben wir genug, da könnten wir auch noch mal was verschenken. So, Atlantis kriegt schon mal Wolle. Und Mestonia kriegt auch Wolle. Kriegt jetzt Marmor und Wolle. Dann können wir da nämlich nachher auch entsprechend Olivenöl und Wein. Ja, wir brauchen ja 16 Amphoren Wein für unseren Helden. Und vor allem 32 Krüge Olivenöl. Ein ganzes Warenlager voll. Na gut, eins nach dem anderen. So, da entwickeln sich auch schon unsere Wohngebiete weiter. Das ist gut. Dann könnten wir hier auch schon mal das Labor bauen. Ja. Oh, Mestonia gewährt uns auch noch mal Drachmen. 1500. Ach, ich hatte ja vorher auch noch mal gefordert. Aber jetzt haben wir genug Geld, ne? Ja, wir müssen diese Straße hier versetzen. Dafür reiße ich auch die Heldenhalle noch mal ab. Das müssen wir so bauen. Das Observatorium. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, das kann hier hin. Dann müssen wir die Straße so weit versetzen. So, wir fangen aber mit dem Labor an. Das kann hier hin. Und dann bauen wir die Erfinderwerkstatt hier auf. Ja. So, und Mestonia dankt für das Geschenk, auch für die Wolle. Dann könnten wir schon mal jetzt
hier unser Versorgungszentrum aufbauen mit einem Warenlager. Dieses Warenlager wird Wein und Rüstungen annehmen. Ach, Rüstungen haben wir noch gar nicht. Das können wir auch in dieser Episode noch gar nicht einkaufen oder produzieren. Also wir können unsere gehobenen Wohnungen gar nicht weiterentwickeln. Und der Handel mit eBay wird ausgesetzt. Nun, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Und wir haben schon 1000 Einwohner in unserer Siedlung. So, hier kommt das Silo hin und hier kommt das Warenlager hin. Hier wird jetzt Nein, das ist nicht richtig. Olivenöl gefordert. 6, so, machen wir mal 8 Einheiten und auch Wolle wird hier geholt. 8 Einheiten. So, dann brauchen wir hier einen Architekten. Der passt wohin? Hier hin. So. Und dann passt das so ganz gut. Wir müssen nur hier noch die Sperre setzen. So, die Sperre muss natürlich hier weg. Ja, das habe ich aber irgendwie doof gebaut hier, ne? Ne, das ist doof. Sperre kann doch hier hin, weil dann werden wir den Architekten... wie bauen wir das denn jetzt hier mal auf? Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, Atlantis dankt auch für die Wolle. Das müssen wir so machen. Ja, so können wir das machen. So, wir kaufen jetzt etwas Olivenöl mal ein. Dieses Warenlager nimmt ja Olivenöl an, das passt. So, Arbeitsmarkt, ja, das passt auch gut. Dann bauen wir jetzt die Bibliothek. Das bauen wir hier auf. Und das Labor. So, passt denn jetzt hier noch das Museum hin? Ja, das passt, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt noch eine Universität. Die kommt hier hin. So, dann haben wir das jetzt erstmal alles soweit aufgebaut für unsere gehobenen Wohnungen. Olivenöl ist auch schon angetroffen. Da können wir jetzt mal beim Estonia Olivenöl fordern. So, dann werden wir den Einkauf mal hier stoppen. So, und jetzt könnten wir versuchen, die ersten gehobenen Wohnungen zu bauen. 250 Drachmen kostet das. So, hier können wir schon mal welche bauen. Hier auch. Oh, das passt. Da nicht mehr. Okay, gut. Dann können wir jetzt aber hier schon mal die Heldenhalle des Herkules bauen. So, und hier müssen wir natürlich auch wieder die Heldenhalle des Odysseus bauen. So, und haben wir ein Denkmal. Wir haben ein Denkmal, ein Bevölkerungsdenkmal. Das kommt jetzt so hier hin. So, können wir welche bauen? Oh, da brauchen wir jetzt Wolle. Okay, warten wir ein bisschen. So, wir haben wieder Marmor im Warenlager. Wir verschenken noch mal ein bisschen was.
Estonia kriegt nochmal Marmor. So, dann würde ich jetzt noch weitere Wollsammelstellen bauen. So, und Nahrungsmittel. Oh, wir kriegen 12 Krüge Olivenöl. Das ist super, danke. So, und Atlantis kann uns Wein geben. Okay. So, Nahrungsmittel reichen. Ups. So, und hier können wir das Steuerbüro setzen, aber auch hier müssen wir jede Menge Sperren setzen. So, dieses Silo ist jetzt komplett voll bei unseren gehobenen Wohnungen. Das brauchen wir nicht so viel. Da reichen 12. So, und dann möchte ich jetzt die letzten 2 gehobenen Wohnungen hier aufbauen. Wunderbar. Dann haben wir unsere 8. Das ist echt immer so das Schwierigste. So, jetzt haben wir Folgendes. Wenn wir hier die gehobenen Wohnungen anklicken, können wir sehen, wie viel Einheiten Nahrung, Wolle und auch Olivenöl zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen jetzt die Agor noch nicht beschicken. Wir können die Ressourcen für unsere Helden jetzt erstmal nutzen. So, wieder dankt man für das Geschenk. Oh, 15% Arbeitslose. Das ist zu viel. Dann baue ich doch noch. Was könnten wir noch bauen? Da bauen wir doch noch vielleicht 2 Karottenfarmen. So, wir kriegen 12 Amphoren Wein. Das ist wunderbar. Odysseus braucht 16 Amphoren Wein. Dann könnten wir nachher nochmal Atlantis fragen nach Wein. Ja, so müssen wir uns jetzt leider hier hin und her bewegen, Geschenke machen und Waren fordern. Aber so kriegen wir das hin, dass wir auf jeden Fall schon mal Odysseus entsprechend rufen können. Aber wir haben ja auch jetzt die Helden halt des Herkules. Wie sieht es da aus? Ja. Hervorragenden Zugang zur Wissenschaft. Da müssen wir noch das Museum bauen. Funktionierendes Hippodrom. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hervorragenden Zugang zu Observatorien. Okay. 1500 Menschen in der Stadt und 32 Amphoren Wein. Naja. Ja, das liebe Geld ist wirklich das größte Problem hier für das, was wir alles entsprechend an Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Wolle haben wir jetzt auch wieder mehr als genug. Allerdings haben wir keine Nahrungsmittel mehr hier in der Agora. Hier ist noch was drinnen. Okay. Wir haben jetzt Dezember, das dauert nicht zu lange. Hier mal eben das aufheben, damit wir die Karotten in dem anderen Silo haben. Ja, wieder dankt man für das Geschenk. So, wir müssen hier definitiv auch noch ein Observatorium bauen, nämlich auch für Herkules, weil in der gesamten Stadt muss es eine gute Versorgung von Observatorien geben. Warum, weiß ich auch nicht, aber so ist das leider. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld erwirtschaftet, sehr schön. Dann kaufen wir etwas Wein ein. Wir haben 12 Einheiten, 4 Einheiten brauchen wir noch. Dann hätten wir den Wein für Odysseus. So, und wir können Tonia nochmal nach Olivenöl fragen. Nein, geht nicht. Dann kriegt ihr jetzt Wolle geschenkt.
Ja, diese erste Episode ist schon recht anspruchsvoll. Das muss ich wirklich sagen. Der Handel mit eBay geht weiter. Das ist ja nett. So, der Wein ist eingekauft worden. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, hier seht ihr, die Waren sind jetzt schon weiter runtergegangen, aber wir brauchen immer noch keine Händler auf der Agora zu bauen. Ja komm, wir kaufen jetzt etwas Olivenöl mal wieder ein. Das nützt ja alles nichts. Wir brauchen das ja nachher auch noch für unsere Wohnsiedlung der Arbeiter. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Immer noch so viel. Dann können wir jetzt tatsächlich auch schon das Museum bauen. Das können wir uns leisten. Weil das braucht unser Herkules. Allerdings braucht er auch ein Hippodrom, ne? Ja, okay. So, Mestonia, Dank für die Wolle. Gern geschehen. Kriegen wir noch ein bisschen Olivenöl von dir jetzt? Ja, kriegen wir. Sehr schön. So, die Karotten werden geerntet. Das Silo kann sich wieder füllen. Das Silo müssen wir natürlich wieder so einstellen, dass 12 Einheiten geholt werden. Gut. Wie sieht es denn aus mit unserem Odysseus? Ja, wir brauchen immer noch den Wein und das Olivenöl. Okay, den 14 habe ich mich denn so vertan. Dann müssen wir doch noch Wein einkaufen. Das können wir jetzt mal so lassen. Wir brauchen ja sowieso Wein für unseren Helden Herkules. Ach so, da wird jetzt gerade noch Wein angeliefert. Jetzt habe ich 16. Okay, habe ich mich doch nicht vertan. Na gut. So, da wird Wolle gekauft und Mestonia hat auch schon wieder Olivenöl uns verkauft. So, dann den Einkauf wieder stoppen. Oh, das geht so ins Geld, meine Güte. Ja, und ich habe vergessen, den Weineinkauf entsprechend auszuschalten. Aber da wird gerade Wolle wieder gekauft. Das können wir uns noch nicht leisten, den Wein einzukaufen. Das geht wirklich nicht. So, wir kriegen nochmal 12 Krüge Olivenöl von Mestonia. Wunderbar. Dann haben wir alle Ressourcen zusammen, um Odysseus zu rufen. Oh, wunderbar. So, unsere Ressourcen natürlich alle weg. Ja, und unsere gehobenen Wohnungen haben immer noch genug Waren. Da brauchen wir immer noch keine Händler auf der Agora. Wir schenken Atlantis nochmal Wolle. Ein mittleres Geschenk, um gleich Wein zu fordern. Oh, Atlantis schenkt uns nochmal Weizen. Nehmen wir an. Ja, dann ist er jetzt hier entsprechend eingelagert. Wir machen Folgendes. Und dieses Warenlager hier kann nur noch den Weizen annehmen, weil ich möchte den nicht im Silo haben. Leeren und Fisch nehmen wir auch nicht an. So. Ja, mittlerweile haben wir für Herkules hervorragenden Zugang zu den wissenschaftlichen Gebäuden und auch zu den Observatorien. Allerdings brauchen wir auch ein Hippodrom. Wie anstrengend. Wir brauchen für das Hippodrom auf jeden Fall einen Pferdehof. Den können wir schon mal bauen. So, passt der hier hin? Oh, nein, der passt nicht hier hin. Das ist doof. Vielleicht so? Nee. Eine Ecke ist dort. Doof. Der weltberühmte Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Wunderbar. Und Atlantis dankt für die Wolle. Gut, das mit dem Pferdehof mache ich gleich. Wo ist der Held? Ja, da ist er. Ja, macht er nicht weit zu seiner Heldenhalle.
So, und dann geht er auch schon direkt, um die Skylla zu beseitigen. Da hat das auch nicht weit. Jetzt geht's los. Ja, die Skylla ist beseitigt. Ein Ziel haben wir schon erreicht. So, jetzt müssen wir unser Hippodrom bauen. Gut, der Wollverkauf bringt wieder jede Menge Drachmen. Wir kaufen wieder etwas Olivenöl ein. Aber nur 6. So. Und Atlantis kann uns nochmal Wein geben. Hier auf diesem Plateau werde ich jetzt das Hippodrom bauen. 75 kostet ein Stadion oder eine Stadie hier. Dann fangen wir doch hier an. So. Passt das? Ne, ich glaube, das passt gar nicht. Ne? Wir müssen schon hier wieder runter. Gardis braucht Marmor. 9 Platten in 2 Monaten können wir losschicken. Gut, ja, dann bauen wir das so weiter. Dann gibt es wirklich ein ganz kleines, süßes Hippodrom. So, und dann schließen wir das so an. So, ja, gut. Ja, ich war beim Pferdehof stehen geblieben. Den Pferdehof könnte man natürlich auch jetzt hier hinbauen. Dann könnte man, na, die Wagenfabrik passt hier nicht mehr hin, aber man könnte auch den Weg versetzen. So, wir kriegen nochmal 12 Amphoren Wein, vielen Dank. Ach, das ist ja ärgerlich hier. Doch, ich weiß, wie wir es hinbekommen. So geht es. Okay. Ja, das ist klar. So, kommen wir mit der Straße hier durch? Ich glaube ja. Dann können wir das nämlich hier anschließen. Das finde ich gut. So, wo wollt ihr mit dem Weizen hin? Ah, hier. Okay. Das werden wir jetzt nur annehmen. Und dann brauchen wir hier einen Architekten, definitiv. Der kann hier noch hin. Oh, das passt noch gerade. So, jetzt müssen erstmal hier die Pferde ausgebildet werden. Er geht mit dem Weizen in die verkehrte Richtung. So, hier muss noch eine Sperre hin, damit unser Architekt nicht den ganzen weiten Weg geht. Ja, für Herkules brauchen wir noch 1500 Einwohner in der Stadt. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Ölhändler etablieren und Gardis schätzt uns mehr. Gerne. So, Ölhändler, bitteschön. So, und da wird auch der erste Weizen endlich zu unserem Pferdehof gebracht. Wir brauchen für unser kleines Hippodrom 4 Pferde. Das sollte kein Problem sein.
Ja, wir brauchen immer noch keine Händler aufzubauen für die gehobenen Wohnungen. Ja, ich muss natürlich auch das Hamstern des Weizens aufheben, sonst kriegt unser Pferdehof hier kein Weizen. So, mittlerweile haben wir auch wieder ein Heldendenkmal. Dann können wir nämlich hier nochmal ein Denkmal setzen, damit sich die auch in den nächsten Episoden maximal entwickeln können. Das erste Pferd ist schon im Pferch des Pferdehofs. Sehr gut, da sehe ich auch schon den Pferdeausbilder kommen. So, Herkules, wie sieht's aus? Warum hat er jetzt nur noch guten Zugang zur Wissenschaft? Das verstehe ich nicht. Ja, es kann sein, dass wir nochmal eine Universität und auch eine Erfinderwerkstatt bauen müssen. Ja, das können wir eigentlich machen. Bauen wir nochmal hier eine Universität auf. Ja, passt hier hin. Und eine Erfinderwerkstatt, die passt nämlich genau hier gegenüber. So, und dann kommt hier noch entsprechend der Architektin. So, Atlantis, du kriegst wieder ein Geschenk. Ja, Wolle. Dann können wir wieder Wein fordern. Den will ich jetzt gar nicht einkaufen, weil wir kaufen schon Olivenöl ein, was recht teuer ist. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Sehr schön. Ja, hier wandern jetzt jede Menge Bürger ein. Das Wohngebiet hat sich sehr gut entwickelt. Gott sei Dank haben wir nicht so viele Verschönerungen gebaut, sonst hätten sich die Wohngebäude komplett entwickelt, weil wir ja auch das Observatorium schon gebaut haben. Von daher passt das so ganz gut. Ja, wir sollten jetzt gucken, dass wir auch noch ein bisschen was an Gewerbestätten zur Verfügung stellen. Atlantis schenkt uns nochmal Weizen. Vielen Dank, nehmen wir an. So, jetzt sollten wir aber hier den Weizen auch mal rausnehmen. Leeren, wir brauchen ein eigenes Warenlager dafür. So, ihr nehmt jetzt den gesamten Weizen an. Hier kann geleert werden, ja. So, und hier. So, dann bauen wir noch eine Steinmetzwerkstatt, auch wenn wir viel zu viel hier an Marmor schon produzieren. Den könnten wir wieder mal verschenken, ne? Komm hier. Iwe, du kriegst Marmor. Großes Geschenk Marmor. So. Ja, bitte gerne, das ging ja schnell. So, wie viele Pferde haben wir denn jetzt mittlerweile im Hippodrom? 2. Okay. Atlantis, dank für die Wolle. Gut. So, hier passen auch noch gehobene Wohnungen hin. Für später einmal. So, Atlantis, wir brauchen noch mal Wein von dir.
So, mittlerweile brauchen wir nur das funktionierende Hippodrom und die 32 Amphoren Wein für unseren Helden Herkules. Ja, unser Hippodrom ist wirklich ausgesprochen putzig. So, ein bisschen Verschönerung kann ich doch machen, oder? Ein bisschen Geld haben wir ja. Ich möchte wenigstens jetzt mal hier eine Säulenreihe gebaut haben. So. Ja, Arbeitslosenquote geht noch gerade. Ja, Atlantis gewährt uns nochmal 12 Amphoren Wein. Wunderbar. Und der Pferdeausbilder hat das letzte Pferd für unser Hippodrom. Und wir brauchen nur noch 2 Amphoren Wein. Die können wir jetzt tatsächlich einkaufen. Wunderbar. Da ist auch schon unser Mensch an der Zielgeraden und sein Kampf mit einem Vogel. So, dieses Hippodrom wird uns 20 Drachmen im Monat erwirtschaften. Naja, das ist jetzt nicht so viel. Ja, und wir haben gerade den Wein eingekauft. Hier sehen wir, dass wir nun würdig sind, den Helden Herkules zu empfangen. Das tun wir sofort. Wunderbar. Ja, und wenn Herkules gleich da ist, können wir ihn auf den Quest des Atlas schicken und die Meerenge erweitern. Und damit haben wir dann die erste Episode auch erfolgreich abgeschlossen. Wein brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. So, und hier das Warenlager für Olivenöl muss auch keine 32 Amphoren annehmen, da reichen 12. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ja, Herkules ist in unserer Stadt. Das erste Rennen im Hippodrom läuft auch schon. Ja, und dann können wir unseren Helden auf den Quest schicken, die Meerenge zu erweitern. Den richtigen Helden anklicken und losschicken. Wunderbar. Dann walte mal deines Amtes, lieber Herkules, und wir schließen diese Episode nun ab. Nicht umsonst nennt man Herkules den stärksten Mann der Welt. Allein und mit bloßen Händen erweiterte er den Kanal zwischen Mittelmeer und Atlantik. Die Meerenge, die dem Helden zu Ehren von nun an Säulen des Herkules heißen soll, ist immer noch schmal, aber schiffbar. Der listenreiche Odysseus hat unser Skylla-Problem gelöst, daher ist die Meerenge nun sicher. Jetzt verkehren alle Arten von Schiffen zwischen Atlantis und den Ländern des Mittelmeeres. Nicht mehr lange und phönizische Handelswaren werden die Agoras von Atlantis füllen. Ja, das war eine sehr anspruchsvolle erste Episode unseres Abenteuers Mediterranes Leben. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum die Straße von Gibraltar in der Antike auch die Säulen des Herkules genannt wurden. Bei der nächsten Episode mit dem Titel Die Erforschung des Meeres bleiben wir in Lixus und erweitern und entwickeln unsere Stadt weiter. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.